Hallo zusammen, ihr lieben Skorpione. Schauen wir uns an den Rundumblick für das Kollektiv der Skorpione für das nächste Jahr. Und ich bin gespannt, ich gehöre auch dazu. Was ich uns weitergeben darf. Ja, es könnte hier etwas in Bewegung kommen, was mit Beziehungsthemen zu tun hat, mit Verbindungen, mit Vertraglichkeiten. Möglicherweise sind es auch so Sachen, wie emotional bin ich erfüllt, wo fehlt mir irgendetwas. Und es ist hier so eine Veränderung zu sehen, die langfristig dient, die irgendwie auch einen Beziehungsblues beendet. Und möglicherweise sind es Veränderungen, die unsere Hoffnungen, Träume und Wünsche entsprechen und die sich vielleicht auch so ergeben, dass wir viel mehr unterwegs sind, dass wir große Strecken zurücklegen können, also emotional. Und ich habe es hier auch im Bereich des Berufes, der Berufung. Hier sind Veränderungen am Beruf zu sehen. Einige von den Skorpionen könnten das auch mit dem Ausland zu tun haben oder mit Sachen, wo sie viel unterwegs sind oder fahren. Andere haben hier die Arbeitskarte im Haus des Hauses drin. Hier ist die Arbeit von zu Hause aus oder auch das gute Fundament für alle Themen, die mit dem Bereich Arbeit zu tun haben. Ne? Hier gibt einem das Leben vielleicht schnelle Umschwünge. Man trennt etwas, man begrenzt sich etwas, man guckt, dass man die Vitalität dem Beruf anpassen kann. Und ich habe auch zugleich, dass man bei den Veränderungen, die hier liegen, einen Konflikt mit den Dingen beendet, mit denen man Themen hatte. Ich habe es so, dass manche Dinge nicht klar waren in diesem Jahr und dieses Jahr werden sie klar. Und es kommt eine Veränderung, vielleicht schneller als gedacht, die sehr aufklärend ist und die einen tiefen Konflikt auch in uns selber löst. Hier ist es so, wenn ihr Dinge habt, die euch im Nebel stehen lassen oder wo man euch im Nebel stehen lässt, dann steht für euch ein, für die Veränderungen, die ihr auch braucht. Und ich habe sehr viel Klärung auf dem Bereich der Emotionen oder auch da, wo man sagt, ich fühle mich so verstrickt oder eingebunden in Kreisläufe, die für mich nicht mehr gut sind. Hier entsteht irgendwie eine gute Basis für alles, das wir uns erarbeiten oder auch für das Gefühl, ich bin angekommen, ich fühle mich gut. Hier habe ich Familienthemen. Es kann jetzt hier etwas sein, das mit euren Kindern zu tun hat oder mit Freundschaften oder mit Dingen, die innerfamiliär zu klären sind, wo es ganz plötzlich andere Wege gibt. An sich ist es auch ein tiefer Blues, den man auf der Familienebene hat oder auf dem, was man verbindlich gelernt hat. Ein Kampf, den man irgendwo auch geführt hat, der sich hier beendet. Man sieht es hier so Richtung Frühjahr. Man hat vielleicht den ein oder anderen Gedanken um ein Kind. Da machen sich jetzt auch Dinge auf den Weg. Gefühle, die sich verabschieden, unangenehme Gefühle. Auch die Kinder sind hier bereit, Schnitte zu machen, etwas zu verändern, auf den Weg zu kommen, auch wenn er Konflikte mit sich bringt. Und es werden hier Entscheidungen getroffen, die zu Veränderungen führen, die neue Türen öffnen. Und bei diesen Türen ist sehr viel mehr Ruhe, Energie dabei für uns.
Es mag sein, dass es sich noch mal kurz falsch anfühlt, wenn man was auf den Weg bringt oder dass man sich unsicher fühlt. Wir haben hier aber auch im Hause des Kindes, also der Neubeginne der Kinder an sich, den Fuchs drin. Das heißt, trau, schau wem, mach einen klugen Zug, schau genau hin, überprüfe die Dinge, bevor du sie tust. Es kann jetzt auch mit einem Gegenüber zu tun haben, ne, das selber mit sich beschäftigt ist oder selber nicht so richtig weiß, wo der Weg hingeht. Möglicherweise hinterfragt der ein oder andere auch, geht der Weg mit meinem Gegenüber noch zusammen weiter? Wo müssen ehrliche Worte gesprochen werden? Es wird ein Jahr werden, wo wir sehr viel Klärung haben bei unseren Herzensangelegenheiten, wo es Aussprachen gibt, wo man auch Dinge mit der Vergangenheit, hier männliche Ebene, mal so stehen lassen kann. Es geht sehr viel um den eigenen Frieden. Was mache ich, wenn ich meinen eigenen Frieden hochhalten muss? Ne? Die Sterne stehen hier auch gut für die Liebe an sich, für Partnerschaften. Und, wie kann es anders sein, für die lieben Skorpione habe ich das Schicksalskreuz im Hause der Veränderungen an sich drin. Das legt sich jetzt hier so, dass es viele Szenarien gibt. Ich habe die Familienthemen, die Beziehungsthemen, die Verbindung zu Freunden, zu Kindern. Und gleichzeitig korrespondiert es auch mit der Liebe, mit den Herzensangelegenheiten. Der eine oder andere hat vielleicht Entscheidungen, die Häuslichkeit zu wechseln, Umzüge zu planen, Dinge im häuslichen Bereich auf einen anderen Weg zu bringen. Möglicherweise auch ein Gleichgewicht zu erschaffen zwischen Arbeit, Beruf, Häuslichkeit. Es sind auch Neubeginne für die Selbstständigen. Auch da sieht man Veränderungen, die neue Türen öffnen oder aber auch, ja, dass so Arbeitskollegen weggehen, ein neues Arbeitsumfeld entsteht. Man nutzt irgendwie die Möglichkeiten, die man hat, sehr gut aus. Und es geht sehr viel darum, seelische Blockaden, die man mit dem Thema Unsicherheit hat, gut übers Jahr zu lösen. Ne? Also es ist so, wenn sich etwas verändert, fühlt es sich komisch an. Wo habe ich meine Zweifel oder wo habe ich nicht so richtig das Gefühl, dass wenn ich mir neue Türen öffne, dass sich das gut anfühlt. Hier ist im Herzensbereich unseres Kartenblattes unsere Seele, unsere seelischen Blockaden und auch da, wo etwas noch mehr Ehrlichkeit braucht, ne? Zu sich selbst. Ich habe, dass man Dinge entscheidet, weil vielleicht die Vitalität auch so ein bisschen angeschlagen ist oder dass man irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt Lebensentscheidungen treffen, die für viele Bereiche für mich gelten. Ich muss gucken, was mache ich im Bereich Partnerschaft, lasse ich mich auf was Neues ein. Hier liegt ja die Liebe unter einem guten Stern. Auch mit einem Thema verbunden, wo man selber nochmal ehrlich zu sich ist und ja, wo die Seele irgendwie was aufzeigt. Ne? Es kann ja auch sein, dass die Partner neue Wege gehen, Entscheidungen treffen, langfristige Prozesse umzusetzen, damit auch, naja, ich sage mal, das, was man finanziell so braucht, wieder ins Wachstum kommt. Die Finanzen liegen hier vielleicht auch verbunden mit Veränderungen am Arbeitsplatz oder mit einem Konflikt, mit Investitionen, mit Ausgaben, die man irgendwo macht. Und ich habe hier sehr viel Klärung oder auch Frieden schließen mit den Elternthemen. Hier geht es darum, Verstrickungen tatsächlich auch auf der Ebene des Frauseins, der Weiblichkeit zu lösen. Es geht darum,
Vertrauen aufzubauen, Kräfte wieder aufzubauen, den giftigen Stachel aus dem Herzen rauszuziehen. Möglicherweise ist es auch so, dass es mal Konkurrenz gab in den Partnerschaften oder geben wird und dass da irgendwie was hochkommt, was die Liebe wieder auf einen anderen Platz stellt. Ne? Das passt hier auch sehr schön in dieser Linie, denn ich habe, dass wir im Beziehungsbereich oder im Bereich unserer Verbindlichkeiten oder Verträge auch gewisse Sachen nicht mehr ansprechen, weil sie nichts bringen. Und wir fokussieren uns hier sehr auf das, was wir brauchen und unternehmen hier auch Bewegungen, dem zu entsprechen und da langfristiges Wachstum zu generieren. Es kann hier sein, dass es übers Jahr einem viele Dinge zu Ohren kommen, die man so nicht gedacht hätte, die dann aber auch wieder Entscheidungen nach vorne bringen, die wir hier fällen müssen. Das heißt, du kommst hier an ein Wissen, das für Veränderung sorgt und vielleicht auch Konflikt mitbringt. Und wir liegen selber in unserem eigenen Haus drin. Ne? Das ist ein guter Platz. Wir gucken hier so ein bisschen auf stressige Sachen, die haben mit den Partnern zu tun oder auch mit den Wegen, den Entscheidungen, die jeder so trifft. Man sieht vielleicht auch ganz besonders, wo man gerade in Partnerschaften steht. Ich sehe uns irgendwie viel zusammenhalten auch oder das Gerüst zusammenhalten. Es könnte auch ein Jahr sein, wo das Thema Arbeit eins wird. Das heißt, dass wir viel zu tun haben oder an uns arbeiten. Und es geht hier auch darum, wie soll ich es nennen? Es geht hier darum, Emotionen nach außen zu bringen, etwas in Bewegung zu bringen, Lebensblockaden hinter sich lassen, Entscheidungen treffen, die man für sich trifft, für sein Leben. Und man darf die Emotion nach außen tragen, man muss es nicht mit sich selbst ausmachen oder es zurückhalten. Was ich auch sehen kann, ist, dass wir sehr viele Blockaden und Hindernisse im Bereich Familienthemen hinter uns lassen. Hier kriegt etwas eine ganz andere Qualität. Ich habe in unserem Geldhaus die Sonne. Das ist eine sehr schöne Energie. Ich habe Umbrüche im Arbeitsbereich. Die können jetzt mit dem Bereich zu tun haben, dass wir es anpassen, was uns zu viel Energie nimmt. Sie sind zugleich sehr blockadenlösend und irgendwie ist etwas auch wie ein schicksalshaftes Geschenk. Hier kann sein, das Leben wirft uns irgendetwas vor die Füße, was uns wieder bewegungsfähiger macht. Möglicherweise will hier einer noch was lernen, studieren oder Wissen auf den Weg bringen. Wir selber haben hier ein schicksalshaftes Geschenk, das Veränderungen mitbringt, Konflikte löst. Sehr viele Blockaden, die man sich irgendwie aus dem Weg räumt oder hinter sich lässt, weil man ein stabiles Fundament für sich hat oder den guten Boden. Hier habe ich das Ding, dass wir uns irgendwie unabhängiger machen von allem, ne? Dass wir Veränderungen vornehmen, bei denen wir so unabhängig wie möglich sein können, bei denen unsere Seele gut genährt ist oder unser seelisches Gerüst einfach nicht so im Mangel ist oder in der Energielosigkeit. Und ich habe für die Selbstständigen hier, der Turm liegt im Haus der Sicherheit, hier auch mit den kleineren Veränderungen und Umentscheidungen, die sich dann gut auszahlen. Es
Es können wirklich kleinere Dinge sein hier. Und ich habe hier auch die kleineren Erfolge, die sich hier einschleichen, die über die Beziehungsebene kommt oder die Partnerschaften an sich. Ich glaube, viele hinterfragen auch ihre Partnerschaften oder überlegen, wo etwas nicht mehr im Gleichklang ist. Es geht sehr viel um das Thema Vertrauen aufrechterhalten, seine eigene Größe leben, bei sich zu bleiben. Für einen oder anderen sehe ich hier auch, dass sie irgendwelche Auszahlungen haben im Bereich der Behörden. Können auch Rückzahlungen oder so sein. Und wir haben mit der Osterglockenfee für das neue Jahr einen Neubeginn. Hier ist auch so die Energie des Frühjahrs oder eben, ja, wenn die Osterglocken hier blühen. Es kommt sozusagen wieder Farbe ins Leben, die Sonne geht auf. Und es geht ja wirklich darum, Altes loszulassen und neu anzufangen. Die Zyklen des Lebens oder der ganzen Erde sind hier wichtig. Die Jahreszeiten, alles was im Herbst seine Blätter fallen lässt, wird hier wieder bunt. Und es kann sein, dass es darum geht, dass wir schwierige, vertraute Abläufe hinter uns lassen, die sie nicht länger nähren. Und auch das Gefühl haben, dass wir aufbrechen wollen, irgendwo in neue Gewässer. Die Angst vor dem Loslassen könnte uns hier nochmal in die Quere kommen. Und es geht darum, sich ganz zu fühlen und die Dinge des Lebens zu bejahen, damit man selber wieder erstrahlt und voller Lebenskraft ist und dass wir Raum schaffen für Neubeginn, wo ein Erfolg auch Platz hat. Wir nehmen noch ein Krafttier mit für die Skorpione. Ja, es ist eine Zeit, wo man Bilanz zieht. Wir haben den Maikäfer dabei. Man darf wachsam sein. Hier haben wir auch das Wachsamsein im Hause von allem, was man neu beginnt. Mit wachen Augen gucken, angemessen reagieren. An sich ist es so ein bisschen eine Aufforderung, dass wir achtsam sind, dass wir unsere innere Stimme hören. Hier sind vielleicht viele Ankündigungen, Warnungen oder auch Hinweise, die uns über die Emotion zugeteilt wird. Und hier geht es ja sehr viel auch um die Emotionen, um die Kreisläufe, die wir haben, ne? Unser emotionales Chaos oder unsere Dreh- und Angelpunkte in den Emotionen. Ich persönlich, ich kann auch mal ordentlich raushauen. Aber darum geht es hier eben gerade nicht. Es geht darum, dass wir lernen, angemessen zu reagieren, im Hier und Jetzt zu sein. Es können hier viele Triggerpunkte sein, aber mit denen können wir die Erfahrungen auch auflösen. Und es geht darum, dass wir in dem Jahr unseres Glückes Schmied sind. Hier ist nochmal sowas wie Bilanz ziehen, verzeihen, sich auf das Jetzt zu besinnen, anzugucken, wo vieles sich schon verändert hat. Und es ist sowas wie ein Neuanfang, eine neue Chance in dem Jahr. Und es ist ein Jahr, wo man sehr viel alte Wunden genesen lässt und auch irgendwo einen neuen Zugang zu den Menschen um sich herum findet. So, dann nehmen wir noch eine kleine Karte. Guckt mal. Ein Glücksfall erwartet uns. Das ist wunderbar.
Jetzt wünsche ich uns allen ein tolles Jahr. Ich drücke euch und bis bald.